Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei LA Noire und bei mir bei Prinks. Ja, das Spiel haben wir jetzt schon etwas länger nicht mehr angerührt gehabt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe irgendwie drauf vergessen, dass wir das noch spielen. Aber jetzt sind wir zurück. Und wir waren kurz davor, Angel zu verhören. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Letzter Kontakt mit Opfer. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Das ist ziemlich sicher eine Lüge. Muss ich aber mal ins Notizbuch nochmal reinschauen. Was haben wir denn? Da haben wir schon mal, dass das Alibi falsch ist. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Der Bruder vielleicht, aber die Nachbarin sagt definitiv, dass er gesehen hat, wie er ihr gefolgt ist. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford Coupe. You and Scheidungsprozess. your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Das ist auch falsch, denn wir haben ja diese Scheidungsunterlagen. Das ist eine I Lüge don't wert. believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. Ja, aber trotzdem gab es diese Scheidungsunterlagen. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Schmuck von der Leiche genommen. Würde jetzt nicht wirklich für einen Ehemann sprechen, aber dass er das wirklich getan hätte. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Und auch das glaube ich ihm jetzt. Es würde auch nicht dafür sprechen, dass er den Schmuck von seiner eigenen Frau klaut. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Blutbeflecktes Hemd. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Das Ding war voll mit Blut. Ich bezweifle, dass das vom Rasieren kommt und dass er dann noch steht. Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me.
You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Okay. Also, verdächtig ist er. Aber ich bezweifle irgendwie, dass er der Verdächtige ist, wirklich. Wir haben hier noch den Just Pickup Obstmarkt. Da werden wir jetzt auch hinfahren direkt. I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making Isaac his woman. We'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. All units also needs help. 415 and shots fired. 313 Bunker Hill Avenue. 313 Bunker Hill Avenue. Unit to handle code 3 identified. Und hier haben wir nochmal einen Nebeneinsatz, dem wir auch gleich mal nachgehen werden. Denn als aufmerksamer Straßenpolizist ist es unsere Aufgabe, die Bürger dieser Stadt zu schützen vor anderen Gefahren und sich selbst. Auch wenn wir gerade einen Mordfall hinterhergehen. Akute Fälle haben Vorrang. Hui. Und deshalb fahren wir auch direkt dahin. Mal schauen, was uns erwartet. Schusswechsel. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, officer needs help. 415 shots fired. 313 Bunker Hill Avenue. Why don't you come on out, Jimmy? I won't let them hurt you. Not my honey boy. I told you not to call me that, woman. Now shut the hell up. You shut the hell up. Wow, gemütlich. Is that the lady of the house? It's a nice story. Two old lovebirds just moved in together. But they had a falling out, and he chased her across the yard with a 12 gauge. Now it's him or us. Tja. Und das auch noch hinter einem Holzzaun, der sicher irrsinnig viel Schutz bietet. Officer down! Give yourself up! Now! Look at it. You're a cop killer! Reinforcements are on the way. Cease and desist. What have they done to you? Und wir haben 2 tote Polizisten. Aber auch einen toten Angreifer. Gut. Damit haben wir auch dieses Straßenverbrechen abgeschlossen. Und wir haben immer noch diesen Mordfall, den wir da, den Seidenstrumpfmörder, den wir festnehmen müssen wollen können. Eine Abkürzung? Ah, nee. Keine Abkürzung. Aber wir kommen runter. Ja, Abkürzung. Und jetzt stecke ich fest. Jupp, ich steck fest. Gut. Wir brauchen einen neuen Wagen. Polizeiwagen in der Nähe? Nö. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, das Ganze. Nehmen wir einfach den. Na komm. Steig ein. So. Und sobald wir einen Polizeiwagen sehen, werden wir umsteigen. Denn... Uns verpassen wir jetzt vielleicht den einen oder anderen, hier. Ha. Nebeneinsatz.
Halt, halt, halt. Fahr nicht weg. Kollegen, wir brauchen euer Auto. Tut mir leid, dass die jetzt klauen müssen, aber meins habe ich leider da vorne so ein bisschen blöd eingepackt. So. Ups. If we survive this, it's gonna be a miracle. Out of the car, it's an emergency. Wir können einen Wagen haben. Hier steht die Straße da vorne links. Wir den ausparken können. So. So, gut. Weiter geht's. Denn sollten jetzt noch so ein paar Nebeneinsätze kommen, kriege ich die ja nicht mit, wenn ich im Auto kein Funkgerät habe. Und da die wenigsten anderen Autos einen Polizeifunk drin haben, denke ich ja mal, wäre es natürlich nicht so schlecht, wenn wir halt den Polizeiwagen entsprechend dafür haben. So, und da vorne rechts ist er schon, unser nächster Stopp. Und hier ist der Fruchtmarkt. Just picked. Frisch gepflückt. Tja, immerhin haben sie 3 Kunden. I just don't know how to dance to bebop. Der sieht doch aus, als wenn er uns helfen würde. Sir, wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? Naja. LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Markante Halskette. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Er lügt zwar nicht, aber er verschweigt etwas. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Kontakt zum Opfer? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Und auch die Aussage glaube ich ihm nicht so hundertprozentig. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Bewegungen des Opfers. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Das hat er sehr glaubwürdig gesagt. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Ich mag den Heinzi. So, Fruchtmarkt. Da ist eine Tür, der hat goldene Griffe. Goldene Griffe heißt... Ha! Wir können uns hier umsehen. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Wenn ich es richtig verstehe, ist das hier ein Drogenlager. Aber gut, das ist nicht unser Problem. Was ist das? Das sieht schon eher aus wie unser Problem. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing.
Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Was haben wir noch? Der ist nicht weiter auffällig. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Okay. Das braucht eine Kombination. Aha. Noch keine Drogen, sondern einfach nur sehr viel Rotwein. 412 steht da zumindest drauf. Das ist zwar die Anschrift, aber wer weiß, wofür das gut ist. 4. Das funktioniert nicht, weil es kein Einser drauf hat. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Okay. Oder so, er haut ab. Dann einmal schnell hinterher. Das ist unser Wagen. Das ist unser Wagen. Unsere Kollegen haben die anscheinend wieder ausgeparkt. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Hit it. Clean this asshole off the road. Don't go to sleep on me. Get me back in close. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Keep it steady and I'll try to bust his tires. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Komm schon. Hit him, Cole. Spit him out. Ja, sehr schön. Und tschüss. Sehr realistische Physik. Und verhaftet. Sie haben das Recht. Ja. Ihre Rechte halt. Die Aussage zu verweigern. Alles, was sie sagen, wird oder kann und wird gegen sie verwendet werden. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Ja, wunderbar. Anscheinend Fall gelöst. Ja, Fall gelöst. Und das auch noch perfekt. Ein paar Fahrzeugschäden, ein paar Verletzungen und ein paar Sachschäden. Aber sonst ganz gut. Wegen der Leiche auf Clem Fines Türschwelle könnte der Bezirksstaatsanwalt mit den Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Todesstrafe ist damals noch vorhanden in Amerika. Und somit kommen wir zum... Why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough.
Recon always leads. How can we fail? Skip with the Shadow leading the show. Who the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Ein weiterer Rückblick aus der Armeezeit. Weiße Schuhe und ein Mord. Der neue Fall, den wir angehen werden. Ich sehe schon mal weiße Schuhe. Schaut ein bisschen tipsy aus, die junge Dame. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Okay, ein neuer Tag, ein neuer Fall. Den gehen wir auch an. Allerdings erst im nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke und bis zum nächsten Mal. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Let those puppies off the ground. Swing those hips, shake them down. It's rag, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine.